Hallo Freunde der Sonne. Im heutigen Video soll es darum gehen, welche 5 häufigen Fehler viele League of Legends Spieler machen und dich vom Climben abhalten. Die folgenden Fehler habe auch ich gemacht, als ich mit League of Legends angefangen habe. Und selbst heute kann ich mich nicht immer an alle halten. Ich habe für diesen Guide sehr viel Zeit aufgewendet, um ihn für dich so verständlich wie möglich zu gestalten. Lass mich daher in einem Kommentar wissen, wie du diesen Guide findest, was ich vielleicht besser machen kann. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr Guides sehen möchtest, lass mir gerne ein Abo oder einen Kommentar da. Objectives. Der erste Fehler ist, dass die meisten nicht wissen, welche Objectives, also beispielsweise Drache, Baron, Herald und Tower, wann priorisiert werden sollen. Als allererstes muss man verstehen, dass League of Legends ein Spiel der Ressourcen ist und nicht der Kills. Viele Spieler, gerade im Low-Elo-Bereich, denken, dass sie viele Kills brauchen, um die Spiele zu gewinnen. Das ist aber völliger Quatsch. Die Ressourcen sind entscheidend. Gerade Türme geben dem Team sehr viel und helfen euch dabei, das gesamte Team voranzubringen. Des Weiteren ist es essentiell, dass ihr gut farmt und wenn es euer Champion ermöglicht, den Gegner klein haltet. Außerdem solltet ihr beachten, dass gerade Drachen, der Herald und der Baron immer über Kills zu priorisieren sind. Ihr dürft in solchen Situationen nicht den Fehler machen, dass ihr falsche Prio setzt, sondern euch immer für die Möglichkeit entscheidet, die eurem Team am meisten hilft. Die meiste Zeit einer Runde ist außerhalb von Teamfights und wird dementsprechend auch da entschieden. Das Gespür zu entwickeln, wann man einem Kampf beitritt, ist in League of Legends eine sehr wichtige Entscheidung. Es kann euch Spiele gewinnen, aber auch verlieren. Solltet ihr merken, dass auf einem Teil der Map ein Kampf ausbricht und ihr seid an einem anderen Ort, wie beispielsweise im Jungle oder einer anderen Lane, dann müsst ihr entscheiden, ob es Sinn macht, euch hinzubewegen oder ihr lieber weiter Ressourcen farmt, allen voran Tower holt. Eine verlorene Schlacht entscheidet nicht den Krieg. Solltet ihr euch aber entscheiden, einem Teamfight beizutreten und ihr befindet euch in einer Runde, die schon länger vorangeschritten ist, könnte dies das Ende des Spiels für euch bedeuten. Gerade im späteren Spielverlauf steigt die Dauer der Wiederbelebung sehr stark an und es kann euch eventuell wertvolle Ressourcen kosten. Auch wenn es manchmal schwerfällt und man in manchen Situationen gezwungen ist, seine Freunde, mit denen man vielleicht auch im Voice ist, zu verkaufen, in manchen Situationen macht es wenig Sinn, da dann trotzdem den guten Willen zu zeigen und mit unterzugehen, weil dies euch schon wie gesagt das Spiel kosten kann. Viele Spieler machen oft den Fehler, dass sie nach einem knappen Fight auf der Lane zu lange brauchen, um zur Base zu gehen und manche tun dies gar nicht. Das ist aus 2 wichtigen Gründen ein Fehler. Zum einen seid ihr ein sehr einfaches Opfer für einen Gank aus der benachbarten Lane oder des Junglers und zum anderen seid ihr für den nächsten Kampf nicht stärker als euer Gegner. Auch wenn ihr ihn gekillt habt, ihr habt weder das Gold in der Base ausgegeben, um stärker zu werden, noch habt ihr einen Vorteil eurem Gegner gegenüber. Als generellen Grundsatz solltet ihr wissen, dass nach einem gewonnenen Fight in der Regel immer die Minions unter den Tower des Gegners gepusht werden. Nehmt euch auch ruhig Hilfe, falls der Jungler in der Nähe sein sollte oder gegankt hat. Hier kommt es nämlich auf Zeit an. Je mehr Minions unter dem Tower des Gegners sind, desto mehr Gold und XP verliert er und ihr habt diese voraus. Zu viele Champions ausprobieren. Viele Spieler, die neu im Spiel sind, kennen ihre Rolle noch gar nicht genau und wissen nicht, welchen Champion sie spielen sollen. Demnach testet man einiges aus und schaut, was einem selbst am meisten Spaß macht und auch am besten liegt. Bis hierhin ist das auch völlig in Ordnung. Solltet ihr aber ernsthaft daran interessiert sein, im Ranked aufzusteigen, solltet ihr euch auf eine Rolle als Main konzentrieren und einen kleinen Pool von 2 bis 3 Champions aneignen, mit denen ihr konsistent spielt und eure Leistung verlässlich abrufen könnt. Konzentriert euch auf eure Stärken. Versucht besser, diese ins Spiel mit einzubringen und vermeidet Fehler, die euch nach hinten werfen können. Bevor wir zum letzten Punkt kommen, ich würde mich freuen, wenn du den Kanal supporten würdest mit einem Like, einem Abo oder einem Kommentar. Toxizität. Der letzte und wichtigste Punkt für das Video ist: Seid nicht toxisch. Das hört sich jetzt am Anfang sehr plump an. Es ist auf jeden Fall mit einer der wichtigsten Aspekte, die ihr unter Kontrolle haben müsst, um Spaß zu haben und erfolgreich im Rank zu sein. Es ist wie im echten Leben, im Beruf und in der Familie. Die besten Leistungen bringt man, wenn man keine negativen Einflüsse in sein Leben lässt und sich auf die Sache konzentriert. Gerade in einem Spiel wie League of Legends ist das gar nicht immer so einfach, weil man hier zwangsläufig mit verschiedenen Menschen kooperieren muss, mit denen man nicht immer auf einer Wellenlänge ist und trotzdem erfolgreich ein Spiel zu bestreiten hat. Demnach müsst ihr jede Runde eure Erwartungen aufs Neue anpassen und mit Enttäuschungen rechnen. Seid ihr in einer Runde, in der zu viel Toxizität in der Chatbox ist, dann solltet ihr den Chat sofort stumm schalten, um etwaige Ablenkung zu vermeiden. Solltet ihr mal das Gefühl haben, dass ihr unbedingt was loswerden müsst, dann tut dies ruhig. Denkt aber immer vorher daran, ob es wirklich dazu beiträgt, dass ihr das Spiel gewinnt oder nicht. Die wenigsten Menschen lassen sich gerne korrigieren und sagen, was man doch alles falsch macht. Deswegen ist Schweigen in den meisten Fällen Gold. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn du noch da bist, schreib mir doch, welchen Guide du als nächstes sehen möchtest. Tschüss!